möchte gar kein YouTube-Suchti sein und trotzdem entdecke ich mich immer wieder selbst dabei, wie ich auf die YouTube-App klicke, Tag für Tag für Tag. Ich liege abends im Bett, bin noch ein kleines bisschen wach und beschließe, zu meinem Handy zu greifen, das auf dem Nachttisch liegt. Ich klicke mich durch die Startseite, manchmal klicke ich mich direkt zum Abo-Feed, manchmal aber auch in die Trends und finde Videos, die so schlecht, so asozial und so bescheuert sind, dass ich mich frage, warum ich mir das überhaupt antue. Und dennoch faszinieren mich so viele verschiedene Videos. Ich habe meine Lieblingskanäle, natürlich auch die YouTuber, die ich hasse. Und trotzdem gucke ich Tag für Tag YouTube und so verbringe ich meinen Tag. So entwickelt sich ein alltägliches Ritual. Mittlerweile bin ich es gewohnt, von Hunderten von Thumbnails, Titeln und verwandten Suchanfragen bombardiert zu werden. Und ich frage mich dabei natürlich, was macht das eigentlich mit meinem Hirn? Wie ändert sich meine Wahrnehmung durch diese kurzen und manchmal auch etwas längeren Videos? Und wie sehr richtet sich meine Wahrnehmung nach dieser Plattform aus? Das fragen wir uns heute hier auf unserem Kanal Cinema Strikes Back. Also herzlich willkommen zu einem weiteren Essay. YouTube selbst forscht ausgiebig, wenn es darum geht zu verstehen, wie, wo, wann und warum Menschen Videos auf YouTube gucken. So werden Firmen wie Nielsen, wie Ipsos Connect und Flamingo engagiert, die Marktforschung betreiben und das Verhalten der Nutzer analysieren. Mithilfe dieser Firmen veröffentlicht YouTube immer wieder neue Studien und räumt mit etlichen Mythen auf. Allein auf mobilen Geräten erreicht YouTube mittlerweile mehr Erwachsene als jeder TV-Sender. 3 von 4 Erwachsenen schauen regelmäßig Videos. Die Hauptzeit ist vor allem die klassische Primetime nach 20 Uhr. Aber es gibt noch weitere Primetimes. Zum Beispiel ist der Samstagvormittag so eine. Und außerdem erklärt YouTube in seinen Studien, dass mittlerweile 70% aller Nutzer von mobilen Geräten ihre Smartphones drehen, um Videos im horizontalen Modus zu gucken. Die interessanteste Erkenntnis aus all diesen Studien war für mich aber, dass YouTube-Zuschauer einem Video die doppelt so hohe Aufmerksamkeit widmen wie beim Fernsehen. Viele altbackene Fernsehleute behaupten doch immer wieder, dass das Internet verblöde und die Aufmerksamkeitsspanne kaputt mache. Wird die Aufmerksamkeitsspanne nicht immer kürzer? Wie kann das sein? Wenn man sich aber die unterschiedlichen Medien YouTube und Fernsehen mal genauer betrachtet, dann macht das schon durchaus Sinn. Das klassische Fernsehen unterliegt nämlich einem gewissen Flow. Wenn man einen Fernsehsender guckt, dann ist das ein nicht endender Fluss an Informationen und man kann den höchstens irgendwie abbrechen, wenn man zappt, also auf einen anderen Sender wechselt. Wobei man da auch sagen muss, dass das Fernsehen sich immer mehr dem Internet irgendwie anpasst und angleicht, aber auch andersrum, dass sich auch YouTube immer wieder vom Fernsehen inspirieren lässt. YouTube ist trotzdem im Endeffekt eine bunte und interaktive Fläche, durch die man sich wild hin und her klicken kann. Gerade auf dem Smartphone, das heutzutage mehr und mehr wie eine Fernbedienung für das gesamte Leben wird. Über die Hälfte der gesamten geguckten Minuten auf YouTube stammt mittlerweile von Smartphones. Und das noch nicht einmal unterwegs. Also man kann sich nicht das Ganze so vorstellen, dass jemand durch die Gegend geht und YouTube auf dem Handy guckt. Nein, ungefähr 75% aller Erwachsenen, die YouTube auf ihren mobilen Geräten gucken, die tun das von zu Hause aus. Das sind genau die Leute, die im Bett liegen und ein YouTube-Video auf dem Handy gucken oder gerade auf dem Klo sitzen oder was auch immer. Wenn wir über Sehgewohnheiten und über die Veränderung von Sehgewohnheiten durch YouTube reden, dann müssen wir vor allem über mobile Geräte sprechen, denn gerade mobile Geräte haben unsere Sehgewohnheiten völlig verändert. Wenn wir zum Beispiel vor der Erfindung des Internets Fußball gucken wollten oder einen Film, eine romantische Komödie oder was auch immer, dann mussten wir uns auf die Couch setzen und einen Film einlegen oder den Fernseher anschmeißen. Mittlerweile gibt es dafür etliche Wege, um diese Inhalte zu konsumieren. Nehmen wir zum Beispiel mal unseren Kanal Cinema Strikes Back. Und hier bekommt ihr jetzt einen ganz besonderen Einblick hinter die Kulissen. Das sind unsere Analytics, zumindest ein Teil. Und hier seht ihr, dass sich unsere Analytics mit diesen Studien decken. Wie ihr seht, kommen 60% all unserer Views über mobile Geräte, also 50% Smartphones, 10% Tablets, 30% stammen von Computern und natürlich auch Laptops und die restlichen 10% sind Smart TVs
und Spielekonsolen. Das heißt jetzt aber nicht, dass der Fernseher komplett aus unserem Leben verschwindet, denn Jahr für Jahr verdoppelt sich die Zahl der Nutzer, die YouTube über einen Fernseher guckt. Das ist eine interessante Statistik. YouTube ist auch einfach erwachsen geworden und mittlerweile werden die Produktionen ja auch immer professioneller, weil die Industrie zu YouTube gefunden hat. Es wird einfach immer offensichtlicher, wie sehr die digitale Revolution den Menschen verändert hat. Denn das Internet ist eine universelle Plattform, die alle Medien abbilden kann, ob statisches Bild, ob Video, ob Videospiel oder auch nur Text. Und das Internet vernetzt die Menschen weltweit. Man kann sowohl als Einzelperson über weite Strecken miteinander sprechen oder Videotelefonieren oder was auch immer. Gleichzeitig ist YouTube als Beispiel aber eben auch ein Massenmedium, mit dem eine Person zu vielen Tausenden sprechen kann. Mit dem Internet haben wir einfach ein bisher nicht gekanntes Maß an neuen Möglichkeiten der Kommunikation erhalten. Das Internet hat nicht nur unsere Sehgewohnheiten damit verändert, sondern auch unser Leseverhalten. Als Beispiel, eine Erfindung des Internets ist nämlich der Hyperlink, also ganz normale Links. Wir lesen jetzt mittlerweile seltener lange Texte am Stück, sondern klicken über Links von Inhalt zu Inhalt zu Inhalt. Jeder, der mal nachts irgendwie Stunden auf Wikipedia verbracht hat und sich von Artikel zu Artikel geklickt hat, der weiß genau, was ich ungefähr damit meine. Dadurch steckt aber auch eben die Konzentration im Allgemeinen, die kollektive Konzentrationsspanne in einem ständigen Wandel. Die Konzentration zieht sich weniger über einen langen Zeitraum, sondern wird staccatoartig immer wieder auf kleine Versatzstücke gebündelt. Und so ist es eben auch auf YouTube, wo wir eher selten ein stundenlanges Video gucken, sondern eben ganz viele verschiedene Videos, die so 5 bis 10 Minuten lang sind oder auch mal kürzer, mal länger hintereinander. Aber immer wieder im ständigen Wechsel von Video zu Video zu Video. Wer jetzt aber glaubt, dass das Fernsehen dadurch ausstirbt, liegt natürlich auch falsch, denn wir befinden uns im goldenen Zeitalter des Fernsehens. Noch nie gab es so viele Fernsehserien und noch nie wurden so viele Inhalte fürs Fernsehen produziert wie jetzt gerade in unserer Gegenwart. Und der Fernseher ist einfach präsenter im Alltag denn je. Und auch Inhalte, die fürs klassische Fernsehen produziert wurden, werden mehr und mehr und mehr über YouTube angeguckt. Umso interessanter ist auch, dass Inhalte über Inhalte immer erfolgreicher werden. Zum Beispiel, wie wir es schon ganz oft gemacht haben, Erklärvideos über Filme, Serien und Co. Wir können zum Beispiel aus einer Studie von YouTube folgenden interessanten Fakt erkennen. Für jede Stunde, die in den USA im Live-TV Game of Thrones geguckt wurde, wurde auch eine halbe Stunde Videos über Game of Thrones auf YouTube geguckt. Wir von Cinema Strikes Back können darüber natürlich ein Liedchen singen. Es ist einfach so bezeichnend, dass YouTube derzeit eine neue Funktion angekündigt hat, die Take a Break heißt. Und darin kann man sich einstellen, dass man alle 15, 30, 60, 90 oder 180 Minuten daran erinnert werden soll, die App zu verlassen. Der YouTube-Konsum ist für viele Menschen einfach zu einem alltäglichen Ritual geworden und auch das Thema YouTube-Sucht wird immer wichtiger. Alles, was ich mit diesem Video ausdrücken möchte, ist, dass ihr kritisch bleibt, dass ihr euer eigenes Verhalten immer hinterfragt und auch euer eigenes Nutzverhalten immer wieder beobachtet. Aber genau aus diesem Grund, gerade wenn es um Konzentration geht, liebe ich das Kino. Und ich glaube auch, dass das Kino niemals von irgendeinem anderen Medium ersetzt werden kann. Denn in dem Moment, in dem man den Kinosaal betritt und sich in seinen Kinosessel setzt, hat man schon ein kleines Ritual vollzogen, das von nichts anderem ersetzt werden kann. Man hat in seinem Blickfeld nichts anderes als die Leinwand und drumherum gibt es nur die Dunkelheit. Noch intensiver kann man sich eigentlich nicht in ein fiktionales Werk vertiefen. Durch die Entwicklung der allgemeinen Konzentrationsspanne ist es dennoch nur sehr schwer vorstellbar, dass so etwas wie Monumentalfilme, die über 4 Stunden lang sind, wieder in den Mainstream kommen und wieder erfolgreich reihenweise im Kino laufen. Es gibt nämlich tatsächlich eine sehr ausführliche Studie darüber, wie sich der Schnitt von Filmen aus den 30ern bis hin in unsere Gegenwart verändert hat. So sind einzelne Einstellungen mittlerweile im Durchschnitt 2,5 Sekunden lang. Noch vor 80 Jahren betrug diese Zahl 12. Mit dieser Studie werden wir uns aber nächste Woche in einem Special noch genauer auseinandersetzen. Aber wie seht ihr das? Hat sich eure Konzentration tatsächlich verändert? Merkt ihr da was oder interessiert euch das Thema gar nicht? Und wie findet ihr es, dass wir heute mal so ein ganz außergewöhnliches Video über YouTube gemacht haben und nicht über Filme, Serien oder Comics im Allgemeinen? Ich finde einfach, Wahrnehmungspsychologie ist ein super interessantes Feld, mit dem ich mich gerne noch
viel genauer auseinandersetzen würde. Also schreibt uns eure Meinung unbedingt mal in die Kommentare. Und wenn ihr schon dabei seid oder wenn ihr das gemacht habt, dann könnt ihr gerne noch andere Videos von uns gucken. Wir haben zum Beispiel mal ein Essay über Filmschnitt gemacht. Das habe ich schon sehr oft beworben, aber ich rede jetzt noch mal drüber, weil das gerade einfach zu diesem Video passt. Also guckt das, die Magie und Psychologie des Filmschnitts. Und nachdem ihr das gemacht habt, abonniert ihr bitte den Kanal und aktiviert die Glocke, um kein Video von uns mehr zu verpassen. Und ansonsten hoffe ich, dass wir uns bald wiedersehen, hier auf Cinema Strikes Back mit mir, dem Alper.